Herzlich willkommen bei unserem Tutorial. Wir zeigen euch heute, wie ihr die Fanspray One reinigen könnt. Zum Thema Reinigung der Farbversorgung. Kurzes Wort zur Farbversorgung. Die Farbversorgung besteht im Wesentlichen aus der Pumpe, dem Kleinstmengenbehälter, um geringere Mengen an Lack zu versprühen für kleine Auftragsmengen halt. Alternativ dazu kann man natürlich auch aus größeren Gebinden wie 10, 20 oder 100 Liter Eimern Material ziehen. Dazu würde einfach der Kugelhahn unter dem Kleinstmengenbehälter einmal um 90 Grad gedreht. Dazu kommt noch unser selbstentwickeltes Spülventil, was sehr einfach zu bedienen ist und die Reinigung der Anlage unheimlich erleichtert. Dazu legen wir einfach den Hebel aus der Position Spritzen in Position Spülen und hören, wie die Pumpe arbeitet. Wie man schön sieht, sinkt der Pegel im Behälter schon, weil das ganze Material, das ganze Lösungsmittel oder eben das Wasser, je nachdem, was wir für Lacke verspritzen, bei Lösemittel lacken natürlich Lösemittel, bei Wasser lacken natürlich Wasser, durch die Anlage läuft und aus diesem Rohr wieder zurückkommt. Man sollte möglichst darauf achten, dass der Pegel nicht zu tief absinkt, weil sonst Luft in die Anlage gerät und es ordentlich blubbern und spritzen könnte und der Kollege, der daneben steht, vielleicht ein paar Sommersprossen abbekommt. Damit die Materialleitungen auch richtig sauber werden, spült ihr einfach mit einem Eimer Wasser hinterher. Achtet bitte darauf, dass hierbei der Druck nicht über ein Bar eingestellt wird, da sonst die Pumpen Schaden nehmen könnten. Den Druck könnt ihr übrigens hier am Manometer ablesen. Sollte aus dem Rohr jetzt richtig klares Wasser rauskommen, wisst ihr, die Anlage ist gespült und gereinigt und steht zur Verfügung, um andere Materialien damit zu verarbeiten. Im nächsten Schritt zeigen wir euch, wie ihr die Pistolen reinigen könnt. Also die Reinigung der Farbversorgung haben wir euch ja schon gezeigt. Gleichzeitig die Reinigung der Ringleitung. Folglich müssen auch noch die Pistolen gereinigt werden, weil da steht jetzt noch ein bisschen Material bzw. Farbe drin. Dazu am Spülventil einfach wieder den Hebel in Position Spritzen stellen, Luftversorgung aufdrehen. Alles Weitere zeigt euch Kollegin Sarah. So, damit ihr jetzt weiter spülen könnt, gehen wir erstmal in den Handbetrieb und fahren den Pistolenbaum in die Mitte über das Band, damit die Filtermatten nicht beschmutzt werden. Nun können wir jede einzelne Pistole per Hand abdrücken. Sind die Pistolen gereinigt und es kommt nur noch klares Wasser raus, fahren wir den Pistolenbaum wieder zurück in die Startposition. Als nächstes schrauben wir die Düsenköpfe ab und legen sie in Lösungsmittel, damit einige Verkrustungen oder Farbreste gelöst werden können. Diesen Vorgang wiederholen wir natürlich bei allen Pistolen. Und im nächsten Schritt zeigen wir euch dann, wie man die Filtermatten wechselt. So, jetzt zeigen wir euch mal, wie die Abluftfilter gewechselt werden. Dazu als erstes das Luftleitblech rausnehmen. Zweiter Mann empfiehlt sich dazu, weil es ist ein wenig schwer und man sollte es nicht verkanten beim Rausnehmen. So, als nächstes kommen dann die Andrea-Filter. Den wechsle ich jetzt einfach mal aus. Das ist natürlich noch ein neuer, wo man das sieht. Bei euch ist er auf jeden Fall ein bisschen schmutziger, das sieht man auch. Den könnt ihr dann je nach Bedarf wechseln. Als nächstes nehme ich die Stützstange raus, die einfach nur unter dem Andrea-Filter liegt und verhindert, dass er durchhängt oder angesaugt wird. Danach nehmen wir uns die nächste Filterstufe. Diese Filterstufe ist nochmal vorhanden, in gleicher Ausführung mit einem anderen Filter. Auch einfach rausnehmen, tauschen, das zeigen wir jetzt.
Eine ganz einfache Kiste, Deckel hoch, Filter raus. Der ist jetzt nicht so verschmutzt, also der Verschmutzungsgrad ist natürlich individuell abhängig, wie sehr die Maschine benutzt wird. Einfach dann die neue Filtermatte rein, Kassettendeckel wieder drauf und wieder rein in die Maschine. Die Wechselintervalle für diese Filtermatten müsst ihr sehen, wie verschmutzt sie sind. Es ist aber auch in der Dokumentation vermerkt, wie oft sie gewechselt werden sollten. Wie gesagt, es ist von Fall zu Fall verschieden. So, das wäre es eigentlich auch schon. Und gleich zeigen wir euch, wie ihr die Zuluftfiltermatten wechseln könnt, die hier unten drunter sitzen. So, wir haben euch ja gerade gezeigt, wie man die Abluftfilter wechselt. Und das Gleiche zeigen wir euch jetzt auch bei den Zuluftfiltern. Hierfür fangen wir erstmal an und bauen diese Leiste aus. Das macht man am besten mit 2 Leuten, dann geht es etwas einfacher. Einfacher ist es auch, wenn man ein bisschen Druck auf die Klemmleiste ausübt, dann lassen sich die Schrauben besser herausdrehen. Dann nehmt ihr die Filterkassette. Hier unten ist ein wenig Kantenschutz eingebaut in ein Loch, damit man sich die Finger nicht schneidet. Muss nicht passieren, kann aber hier nicht. Ihr legt die Filterkassette auf irgendeinen Tisch, nehmt sie raus aus der Kassette, die Matte. Wie ihr seht, die ist nicht verschmutzt. Gehen wir mal davon aus, sie ist schmutzig. Also neue rein. Dabei darauf achten, das Gewebe muss nach unten zeigen, also in Richtung der Löcher. Und schon ist die Filterkassette wieder einsatzfähig und filtert die Zuluft. So, nachdem wir diese Filterkassette ausgetauscht haben, widmen wir uns dem nächsten Filter, und zwar dem Taschenfilter. Dieser Taschenfilter, der sitzt hier oben drin, wirklich ganz oben unter der Decke bei den Zuluftventis. Das ist nicht schlimm, ihr könnt da ruhig in die Anlage reinklettern, es ist ein bisschen fummelig und deswegen zeigen wir euch das jetzt mal hier auf dem Tisch. Zuerst löst man die Spangen, mit der dieser Filter fest ist. Dann könnt ihr ihn herausnehmen und wechseln. Der ist natürlich sauber. Wie ihr wisst, bei euch ist der ziemlich dreckig. Wechselt den aus und macht ihn wieder rein. Wichtig ist, erst nach dem Einbau entfernt ihr diese Bänder. Denn der Filter hängt natürlich so über euch beim Einbau und erst dann, wenn ihr die Bänder entfernt, entfaltet sich der Filter und ist einsatzfähig. So, haben wir den Filter fertig, können wir den Kassettenfilter wieder einsetzen. Natürlich gilt das mit der Filtermatte wechseln, genauso für die äußere Bahn. Auch die müssen gewechselt werden. Vom Prinzip, von der Funktion ist es genauso wie bei der, die wir euch gerade vorgeführt haben. Ebenso gilt das auch für die andere Seite, da sitzen ja auch Filter, da ist das gleiche Prinzip. Zum Schluss baut ihr dann natürlich die Leiste wieder ein und dann seid ihr fertig.